Er hat das erwähnt, ich werde das versuchen, das alles in 15 Minuten das alles versuchen, irgendwie zu korrigieren. Al-Gharaniq, das heißt auf Arabisch Al-Gharaniq, was hat gesagt, dass der Teufel auf seine Zunge gesprochen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er Surat al-Najm rezitiert und dann gibt es Al-Gharaniq al-Ula, das kennt mein Vater, hat mir das gelernt von klein auf. Der Weg der Rechtschaffene, das ist Al-Zahabi, sagt über diese Hadith, was angeblich das Shaitan hat gesprochen, Satan, gesprochen auf Zunge aus Muhammad. Diese Bücher musst du dich besorgen, aber leider gibt es nicht, das ist nur auf Arabisch. Diese Leute nehmen dann Überlieferung von den Ketten auseinander. Uthman al-Zahabi, Imam Shamsuddin, Uthman al-Zahabi, in der Weg der Rechtschaffene, sagte, wer das überliefert mit dem Satan angeblich hat gesprochen, hat Zunge Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte Muhammad, Al-Qurtubi sagte, Muhammad bin Ka'b bin Salim, geboren, nicht in Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist falsch. Das heißt, er ist nicht geboren in seiner Zeit, das heißt, Überlieferung ist eine Kettebruch. Das heißt, es stimmt nicht diese Überlieferung, was Ali hat gesagt. Kitab al-Du'afa, das ist der Buch der Schwäche und Verlassene. Es gibt ein Buch, leider gibt es nicht hier. Auf Arabisch sind Fachleute in Hadithe. Heißt der Kitab, das Buch der Schwache und Verlassene. Von Imam al-Zahabi. Entschuldigung. Von Imam Ibn Qayyim al-Jawzi. Entschuldigung, verzeih mir. Sagt Muhammad bin Qais, das was er überliefert, dieser Hadith. Er sagte, La yurwa anhu shay. Qala Yahya laysa bi shay. Yahya, das ist auch ein Gelehrter, sagt, er ist nichts. Du darfst nicht von ihm nehmen. Also, dieser Hadith mit Al-Gharaniq, dass Muhammad über seine Zunge gesprochen, stimmt nicht. Alhamdulillah, es ist widerlegt. Hat mir beschuldigt, dass ich ein Taqiyya benutzen. Schauen wir mal. Muslime dürfen nicht verbreiten Islam mit Lüge. Darfst du nicht. Darf man nicht. Und das ist nicht korrekt, wenn du lachst. Ich habe nicht gelacht auch. Darfst du nicht. Moment bitte. Ich kenne meine Bücher. Du hast den Fascha erwischt heute. Darfst du nicht. Darfst du nicht. Warum darfst du nicht? Islam, Allah sagt, Qulul Haq, sagt die Wahrheit, auch wenn es gegen dich. Das ist Islam. Aber wenn ich komme mit dem Schwert und töte dich, sag du bist Christ, sag ich bin Christ, weil ich will retten. Aber Islam zu verbreiten, nichts. Aber schau mal, von wo hat der Taqiyya? Schau mal. 1. Korinther 29. Juden bin ich eine Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Stell dir vor, ich komme nach Deutschland, ich bin ein Deutscher, um euch zu gewinnen. Das ist Heuchlerei, das ist Taqiyya. Unter dem Gesetz stehen, bin ich auch gleich unter dem Gesetz, um euch zu gewinnen. Das geht noch weiter. Paulus beschuldigt, dass Paulus, ihr folgt Paulus, nicht Jesus, aber hoch Paulus. 2. Korinther 12,7. Hörst du, damit ich mich wegen deiner einzigartigen Offenbarung nicht erheben werde, mich ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Was? Ein Bote Satan. Satan ist mit Paulus. Deswegen hat verfälscht. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dein Gesetz zu verändern, alles zu erfüllen. Keiner Buchstabe von deinem Gesetz verändert, bis alles in Erfüllung. Wer von euch den Buchstabe verändert, das ist das Gesetz, was er verleugnet. Jesus sagt, wenn du das verleugnest, du wirst den Himmel erniedrigt. Jesus sagt in Matthäus 23, die Gelehrten und die Pharisäer sind ein Buch, ein Stuhl, das Moses gesessen, macht, was euch befohlen. Also du musst folgen. Du kannst nicht tanzen aus der Reihe und Party jeder Samstag und du gehst im Paradies. Nein. Wir beten, wir fasten, wir versuchen, wie Jesus zu beten, wie Jesus. Stellt euch vor, jetzt Jesus und Maria kommen zurück. Da Christen, bitte nehmen nicht Böses. Und da Muslime. Und Jesus in der Mitte mit seiner Mama, Maria mit Kopftuch. Zu wem geht er? Der geht zu euch, Party, Alkohol und Schweinfleisch. Der geht her, er findet mich beten genau wie ihm. Ich sehe genau wie ihm, meine Mama bedeckt genau wie seine Mama. Er fühlt sich wohl bei mir. Und da wird Steak Schwein, der sagt, nein, ich esse kein Schwein, ich bin Jude. Diese Satan-Gebote mit Faust schlagen, sagt Paulus 12,7, mit Faust schlagen soll, dass ich mich nicht erhebe. Shaitan, Satan, er macht Dauer mit Paulus. Er sagt, ihm darfst du nicht erheben, bleib ruhig. Der Satan befehlt dir, dass du Übel und Schande begehst. Aber hier Paulus sagt ihm, nein, bleib ruhig. Aber das Gefährliche ist, 3-mal habe ich dann hier angefleht, dass diese Bote Satan von mir ablassen. Gott sagt zum Paulus, nein, er aber antwortet Paulus, meine Gnade genügt dir. Das heißt, Satan, Paulus schreibt und Satan bei ihm. Deswegen in Epheser sagt Jesus ist gekommen, dein Gesetz hat die Gesetz abgeschafft. Stimmt gar nicht. Also die Taqiyya hat euch Paulus gelernt und nicht wir.
Paulus 2. Korinther 16,12 sagte, stellt euch vor, Mohammed hat das gesagt, bei seiner Botschaft verkündigt. Stellt euch vor, das ist Paulus. Nur gut, eine schwere Last habe ich euch zwar nicht zugemütet, aber habe ich euch vielleicht in meiner Verschlangenheit und List in mein Netz gelockt. Das ist Dauer. Das schleichelt sich, wie eine Schlange. Nein, das ist nicht korrekt. Das ist Taqiyya. Er benutzt Taqiyya, Paulus. Da jetzt eine super Schock, weil er redet von Apostelgeschichte. Hör mal zu, was der Paulus sagt. Apostelgeschichte 17, 28. Das ist Paulus, sagt er, da 28 sagte, dann leben wir und haben unsere Wesen, wie einige Dichter gesagt haben. Welche Dichter? Hier, da wird ein Kommentar gesagt. Hier Paulus zitiert, weißt du von wo? Er zitiert die Apostelgeschichte 17, 28. Sie können schlagen auch die Kommentare zu dieser Kritik stoischer Philosoph Arostos. Er holt sich auch von den Philosophen, von die Ungläubigen, die beten Sonne und beten Menschen. Paulus holt von denen. Apostelgeschichte 17, 28, wenn ihr mir nicht glaubt. Zweiter Timotheus 3,8. Paulus schreibt, wie sich Jannes und Jambres dann Moses widersetzt. Merkt euch dieses Fall, Jannes und Jambres. Es existiert nicht. Von wo hat der Paulus? Das sind zwei Bücher, die nie einmal existieren. Von wo hat der Paulus diese Jannes und Jambres? Du kannst fragen einen Rabbiner, ich habe das für dich gemacht, Alia. Das ist ein Rabbiner Abrahams. Das ist ein bekannter Rabbiner, ich habe ihm geschrieben, eine E-Mail. Habe gesagt, wer ist Jannes und Jambres? Kannst du mir bitte, ich habe Bücher gesehen, auch in die Geschichte von den Juden, hat gesagt, bin Rabbin Jannes sagte, wa alaikum assalam wa rahmatullah, there are only mentioned in Christian source. Diese Jannes Jambres, nur Christian Märchen, gibt es nicht bei uns. Und er sagt, Jannes und Jambres haben sich widersetzt Moses. Von wo hat er das? Und ich habe ihm gefordert, er soll Ezekiel 23 lesen. Er schafft das nicht. Weil was da drinnen ist, nein, das ist meine Zeit. Später kannst du Spaß haben mit Ezekiel. Römer 3,7. Das ist Taqiyya. Das ist richtig Taqiyya. Allah sagt uns, ihr müsst die Wahrheit sagen. Wenn um Islam geht, Botschaft Allah, darfst du nicht lügen. Weil wer lügt über Allah? Allah sagt im Koran, du wirst in die Hölle geschmissen. Aber hoch Römer 3,7, was sagt der Paulus? Wenn aber die Wahrheit Gottes sich durch meine Unwahrheit, was willst du mehr? Er sagt Unwahrheit, das heißt, er predigt und lügt. Meine Unwahrheit alles noch größer erweist und so Gott verherrlicht wird. Warum dann? Warum werde ich dann alle Sünder gerichtet? Wenn ich lüge um Christentum, wie die machen die Fake-Muslim, angeblich Fake-Muslim, die gehen in Afrika, ich habe mit meinen Augen gesehen, mein Land, sind mit uns in Moschee, haben solche gehabt, Jobba zitiert Koran. Und dann später sagt, ja, Jesus ist mir erschienen und ich bin geheilt und ich heile Dämonen. Ja, geh ins Spital, sind so viele Krebskranke, die brauchen geheilt. Wenn du heilst durch Jesus, dann geh heile. Jesus sagt euch, viele am jeden Tag, viele zu mir kommen, hierher, haben wir nicht prophezeit in der Name, haben wir nicht ausgetrieben Dämonen, sagt Jesus, geh weg von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Gibt es eine andere Version von der Bibel, sagt, weil ihr haltet nicht das Gebote. Jesus sagt das und nicht viele sagen zu mir, schreiben mir auch auf ihm, ja, aber bei euch ist erwähnt auch Paulus in Hadith und so. Ja, stimmt. Paulus ist erwähnt, Hadith. Aber willst du einen Schock haben? Wer ist Paulus? Dass ihr wisst, wem folgst du? Imam Ahmed sagte, am Tag der Aufstehung werden die Leute versammelt, die Hochmut, ich bin besser, die werden versammelt, so erniedrigt. Und die werden geschmissen in eine Gefängnis, in die Hölle. Yuqalu lahu Bolus. Diese Gefängnis Allah vorbereitet, heißt der Paulus, diese Gefängnis. Auf Name Paulus. Vorbereitet. Für Paulus. Er sagt, dass wir töten die Juden. Das ist eine Professor, jüdischer Professor, David Wasserstein. Das ist ein akademischer. Sagt hier, die Muslime haben die Juden gerettet. Die Muslime haben die Juden gerettet. Er lacht, aber ich gebe ihm Beweise. Die größte jüdische Präsenz in Iberien setzt sich fort, bis die Juden im Jahr 1492 durch eine Alhambra diktiert und 1496 durch eine ähnliche Diktat von Portugal gezwungen wurden, Portugal sind die Christen, das Land zu verlassen oder Christentum zu konvertieren. Du musst konvertieren zu Christentum, sonst du wirst tot. Das ist das wahre Christentum.
Hatte Jesus nicht gepredigt, das weiß ich, aber die machen das. Katholische Kirche geschlossen hat, belastet die Judenbevölkerung immer stärker und verfolgen sie später schwer. Es ist möglich, dass die Juden im 8. Jahrhundert die muslimische Araber und vor allem die Berber erobert Spanien. Für die Juden, das war eine genossene Zeit. Das war die goldene Zeit von den Juden, wann wir geherrscht haben in Spanien. Und nicht die Christen. Die Christen haben verfolgt die Juden. Ein Beweis geht schon. Zwischen 1536 und 1536 und 1546 hätte der Reformer Luther, du hast jetzt erwähnt Luther, ja, hört zu, was Luther sagt, aber diese Bücher, die werden verboten für euch zu lesen, gegen die Juden. Seine Prediger und Schrift hätten einen beispiellosen Charakter. Er rief zu zerstören alle Jüdische auf. Dabei war er zunächst ein Judenfreund. Aber warum er ist Judenfreund? Taqiyya. Seine neue reformatorische Lehre dachte er, würde die Juden zu bringen, seine Kirche zu beitreten. Alles dieser Erfolg ausblieb, hat die Juden nicht geschafft zu konvertieren. Was macht er? Liest er enttäuscht Luther seiner Wut Freilauf, veröffentlicht von den Juden und ihrem Lüge. Dieser Buch bekannt. Was sagt er? Und empfehle, keine Mitleid mit ihnen zu haben, sondern sie zu vernichten. Das ist Luther, dass du ihn liebst. Ja, aber ja, du hast selber gesagt, er folgt Jesus. Ja, kommt er schon, Jesus, kommt er schon. Also, Ambrios, das Gleiche. Wie viel Zeit habe ich? 23 Minuten? Oder hast du 3 Minuten? Ja, mehr. Er sagt, beweise ich mir das Selbstmord in der Bibel. Hat das gesagt, oder? Dass jemand im Himmel kommt. Ja, aber John, der bat, Richter 16,25, der batet Samson dann hier. Wer ist denn hier? Jesus. Lass mich bitte, das ist meine Zeit. Der bat Samson. Samson bat, oh Gott. Und wer ist für euch Gott? Jesus. Und wer hat ihm geholfen? Hier, der bat Samson dann hier. Ach, Herr, gedanke mir, oh Gott, bitte stärke mich noch einmal und lass mich mit dem Schlagen Rache an die Palästina zu meinen zweiten Augen. Angriff Samson zur zweiten Säule. Wie kann ein Mensch Säule? Durch die Kraft Gottes, oder? Das heißt, Gott hat erhöht seine Gebet. 2 Säulen hat das gerissen. Selbstmord. Erster Selbstmord ist bei euch und nicht bei uns. Er sagt, Jesus ist keine Sünde. Stimmt, in Islam ist keine Sünde. Aber gibt es einen Hadith, Mohammed sagt, Banu Adam, alle Söhne Adam sind Sündige. Ja? Außer der Beste unter euch, der reut. Jesus ist, wenn ich sage zu dir, ey du Ausländer, ey du, das ist nicht gut, das ist rassistisch. Rassistisch ist Sünde. Eine kanonitische Frau kommt zu Jesus, sagt dem Meister, bitte helf mir, meine Junge ist von Dämonen. Jesus sagt zu ihr, ich bin nicht gesandt, nur zur verlorenen Schaft des Israeliten. Angeblich ist Gott, um uns alle zu kommen, zu uns zu retten. Aber hat die Frau erniedrigt, hat sie gesagt, ich bin nicht gekommen, nur zu verlorenen Schafen des Israeliten. Erniedrigt die Frau. Dann sagt, bitte Herr, helf mir, meine Tochter ist kaputt. Matthäus 15, gell? Dann sagt, bitte, helf mir. Dann sagt er zu ihr, wir geben dann Brot, ungefähr, gell? Wir geben nicht dann Brot der Kinder, die Kinder sind die Juden, an die Hunde. Bist du ein Jude? Du bist kein Jude. Du bist Gentile, das heißt, du bist keine Jude, du bist für Jesus ein Hund. Daher, 1524, Jesus sagte zur kanonitische Frau, fleht vor ihm. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht fein, dass die Kinder ihren Brot nehmen und werfen zu den Hunden. Wer sind die Hunde? Ich und er, für Jesus. Und das ist ein Gott, das kann nicht Gott sein. Bitte nicht unterbrechen, bitte. Ich habe die nicht unterbrechen. Ehrenmord. Jeder Muslime Ehrenmord. Oh, ihr seid gefährlich, Muslime Ehrenmord. Wallahi, ich schwör's bei Allah, gibt es keine Ehrenmord bei uns. Das ist Tradition. Was die Araber machen, die Türken, das ist was anderes. Ehrenmord, wenn eine Frau in der Bibel, Deuteronomium 22,13, das ist Jesus, hat das offenbart, diese Gesetze. Nicht, wenn geht um sowas, wenn solch eine Vers, das ihm nicht passt, sagt, das ist Altes Testament. Wer ist der Alte Testament? Jesus hat offenbart. Altes Testament ist Jesus. Vater, Sohn, Heiliger Geist, 3 sind 1. Also, hier hat offenbart. Hier hat es eine Frau, wenn sie, ein Mann, er sagt, ich habe deine Tochter geheiratet, aber sie ist nicht junge Frau. Was ist passiert mit ihr? Der Vater, ich kenne diese Tradition, bei uns gibt es viele auch Juden.
die müssen dann ausschalten. Da macht sich خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. Und danke. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات